Du hast gerade eine Serie beendet, bist emotional zerstört und denkst dir, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Keine Sorge, ich hab dich. Hier gibt's Buchempfehlungen, die perfekt zu deiner Lieblingsserie passen. Part 1 ist in der Infokarte verlinkt. Geheimnisvolle Rätsel, eine große Villa mit versteckten Räumen und eine mysteriöse Erbschaft? Wenn du Lock & Key gefeiert hast, dann wirst du The Inheritance Games von Jennifer Lynn Barnes lieben. Eine normale Teenagerin erbt plötzlich ein Milliardenvermögen von einem Fremden. Mit der kleinen Bedingung, dass sie mit der Familie Hawthorne, des verstorbenen Multimilliardärs, in einem Rätselhaus leben muss. Es hat zwar nicht diesen magischen Aspekt, wie es bei Lock & Key mit den verzauberten Schlüsseln der Fall ist, aber dafür folgt ein unfassbar spannendes Rätsel jeder Art nach dem anderen. Von klassischen Geheimgängen und Fächern über Zahlen- und Bilderrätsel bis hin zu kniffligen Logikrätseln. Hinzu kommen dunkle Familiengeheimnisse und alle möglichen gefährlichen und herausfordernden Situationen, die mit diesem neuen privilegierten Lebensstil, mit dem Medienrummel und den Paparazzis, aber auch eventuell mächtigen Feinden einhergehen. In Gossip Girl geht es um wohlhabende Highschool-Schüler, um Freundschaften, Liebe und jede Menge Drama und Skandale. Paper Princess von Aaron Watt ist eine Geschichte, die ähnlich viel Gossip enthält, aber mit noch mehr prickelnder Liebe, Verrat, Verlust und Konflikten. Die Protagonistin stammt aus armen Verhältnissen und findet sich eines Tages in einer reichen Milliardärfamilie voller Bad Boys wieder. Von den 5 Söhnen, mit denen sie nun zusammenlebt, ist einer schöner als der andere. Dieses Buch nimmt jedes Klischee mit, was man sich nur ausdenken kann. Aber es schafft, dass man total mitfiebert und sich nur sehr schwer davon losreißen kann. Mit einem flüssigen und bildhaften Schreibstil wird man als Leser emotional mitgerissen. Es ist ein bisschen wie besseres Trash-TV. Apropos Reality-TV, wenn du gerne mal den Bachelor oder die Bachelorette anschaust, dann könntest du Selection von Kiera Cass mögen. Selection ist basically das Format Bachelor, nur in einer dystopischen Monarchie. Die Welt ist hier in Kasten eingeteilt, von der höchsten Kaste mit der wohlhabenden königlichen Familie bis hin zur niedrigsten Kaste 8, der Ärmsten der Armen. Durch Heirat und auf königlichen Befehl kann man auf- oder absteigen. Als der Prinz von Ilea, Maxon Shrave, 19 wird, beginnt die traditionelle Selection, ein Auswahlprozess für seine zukünftige Braut und später auch Königin. Jedes Mädchen kann sich bewerben, unabhängig von ihrem Stand. America Singer gibt dem Druck ihrer Familie nach und nimmt teil, obwohl sie eigentlich eine geheime Beziehung mit einem Jungen niedrigerer Kaste führte. Es gibt Drama, politische Intrigen und ein Love Triangle. Aber auch die Gesellschaftskritik kommt nicht zu kurz. Aliens, geheime Forschungen und große Gefühle. Roswell, New Mexico in Buchform heißt Obsidian von Jennifer Armentrout. Ein Mädchen zieht in eine Kleinstadt in West Virginia und merkt, dass ihr heißer, aber mega arroganter Nachbar vielleicht nicht so ganz menschlich ist. Es gibt Spannung, Sarkasmus und eine Prise Science-Fiction-Drama. Jennifer Armentrout schreibt leicht und locker, sodass man als Leser in die Geschichte direkt hineingezogen wird und nicht mehr mit dem Lesen aufhören kann. Ich habe die gesamte Reihe damals in einem Zug inhaliert. Die Lux-Reihe sowie die Origin-Reihe und sämtliche andere Einzelgeschichten als Spin-offs, die es noch so gibt, sind ideal für alle, die Roswell mit Liz Oteco und Max Evans vermissen. Wenn The Last of Us und The Witcher ein Kind hätten, dann wäre das Das Reich der Vampire von Jake Christoph. The Last of Us basiert auf dem gleichnamigen Videogame und spielt in einer dystopischen Zukunft mit einer Pilzepidemie und Pilzzombies. Im Fokus steht die Beziehung der Protagonisten Joel Miller, der seine Tochter verloren hat, und der 14-jährigen Ellie, die immun gegen die Pilzinfektion ist. Die beiden kämpfen sich zu einem Geheimversteck einer Untergrundorganisation, die mit Ellies Hilfe ein Heilmittel gegen die Mutation herstellen könnte. Dabei müssen sie Gefahren wie feindselige Banden und natürlich die Pilzzombies überwinden. Sie bauen da eine besondere Bindung zueinander auf. In The Witcher wird der Hexer und Monsterjäger Geralt von Riva auf seiner Reise begleitet, die in seinem Schicksal entsprechend zu den Figuren Ciri und Yennefer führt. Ähnliche Badass-Hauptcharaktere findet ihr in Das Reich der Vampire von Jake Christoph. Wenn man Vampire hört, denkt man vielleicht zuerst an den glitzernden Edward Cullen, aber nein, diese Geschichte ist weit von Twilight entfernt. Es spielt in einer düsteren, fiktiven Welt voller Finsternis,
mit blutrünstigen, brutalen Vampiren und anderen Kreaturen. Der Protagonist Gabriel de Leon, der vielleicht anfangs wie ein Antiheld wirkt, trifft auf seiner gefährlichen Reise als Silberwächter auf verschiedene Charaktere und wird sie auf ihrem Weg begleiten. Sie werden versuchen, den Fluch, der auf dieser Welt lastet, zu beenden. Es hört sich bestimmt erstmal sehr abweichend voneinander an. Die eine Serie ist eine Postapokalypse, das Buch Dark Fantasy, ganz andere Grundstories. Wer aber das 1000 Seiten lange erste Buch der Reihe bis zum Ende liest, wird früher oder später vielleicht die Parallelen zu den Charakteren von The Last of Us und The Witcher kennen. Jay Kristoff schreibt derb, dreckig und vulgär. Damit muss sich der ein oder andere wahrscheinlich erstmal anfreunden. Es ist aber insgesamt ein durchweg spannendes und episches Werk und genau das Richtige für Fans von Geralt, Yennefer, Ciri, Joel und Ellie. Das war's erstmal mit meiner Liste. Habt ihr Serien oder Filme im Kopf, für die ihr eine Buchempfehlung wollt? Schreibt es gerne in die Kommentare, dann bereite ich gerne mehr Videos dieser Art vor.